Baader-Meinhof-Phänomen. Schon mal gehört? Nein? Auch bekannt unter dem Namen Frequenzillusion. Das schon mal gehört? Nein? Okay, pass auf. Also, nehmen wir an, du hast Fernweh. Ja? Was machst du? Du schaltest deinen Computer an, googelst nach einem Urlaubsort, von dem du mal gehört hast, guckst dir gefühlt alle Bilder an, die dir angezeigt werden. Irgendwann ist dein Hirn überlastet und du brauchst wieder Abstand. Also machst du den Computer aus. Du nimmst dein Handy in die Hand, weil du nichts zu tun hast, öffnest Insta, scrollst durch deinen Feed und auf einmal fällt dir auf, dass alle anderen um dich herum gerade Urlaub machen. Also legst du das Handy wieder weg und findest dich kurz darauf Chips fressen auf der Couch wieder. Kommt dir das bekannt vor? Tja, also ich leide schon seit dem 3.8.2023 unter diesem Phänomen oder dieser Illusion. Es fing alles an mit diesem Bild. Das ist das BRB4 von Blaurock Blades. Ein kleiner Ein-Mann-Betrieb, der mit diesem Taschenmesser über die letzten Jahre für ordentlich Aufsehen gesorgt hat. Seit ich das Foto das erste Mal gesehen habe, sind in meinem Insta-Feed überall Bilder aufgeploppt von BRB4s. Tja, was soll ich sagen? Ich habe immer noch keins, aber ich durfte Jan-Ole Blaurock in seiner Werkstatt besuchen und ein bisschen über die Geschichte hinter diesem Messer erfahren. Und damit ihr alle noch ein bisschen mehr hyped auf dieses Messer seid, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Aber dafür müssen wir erstmal das Licht ausschalten. Seid ihr bereit? Okay? Dann geht's los in 3, 2, 1. They call me a god. 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 Let's go. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind bei Ole in der Halle bei Blaurock Blades zu Hause. Hallo. Und hier wird unter anderem das BRB4 gefertigt. Du hast jetzt neu auch das Slipjoint. Wir dürfen es eben neu. schon befingern. Ja, Ganz neu. Erst diese Woche war es oder so, ne? genau. Voll geil. Aber heute geht es in erster Linie um das BRB4 und um das BRB Fixed. Und wie der Weg dahin lief, das hören wir uns jetzt von Ole an. Also, ich wollte mir ein schönes Messer kaufen. Ja. Ich hatte keine Ahnung von dem Thema. Ich kannte nur Victorinox und habe im Reifeisen bei uns hier im Dorf ein Schweizer Taschenmesser gekauft. Aber ich wollte irgendwie was Cooleres haben. Und dann habe ich einfach mal angefangen zu googeln nach schönen Taschenmessern. Und dann bin ich auch irgendwann auf die hochpreisigen gestoßen. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, boah, warum sind die so teuer? Was macht das so besonders? Und dann habe ich mir ein Zero Tolerance Z350 gekauft, was schon sehr teuer war für einen Einsteiger, Ja. meiner Meinung nach. Dann habe ich mich mit dem Thema immer mehr und mehr beschäftigt, weil ich das so interessant fand. Messer machen oder generell Messer? Messer generell. Generell, okay. Ja. Und dann habe ich einfach mal bei YouTube Knife Making eingegeben und Okay. dann war ich verloren, glaube ich. Dann fing es an. Ja, dann bin ich irgendwann auf die Grimsmo-Brüder gestoßen und habe gesehen, yo, die machen ja alles mit der CNC-Fräse. Ja. Das kann ich ja auch. Und irgendwann kam dann die Idee, ein guter Kumpel von mir, der hat eine eigene Firma, der hat einen Zerspannungsbetrieb. Dann saßen wir bei dem im Keller, haben Bier getrunken und lass doch einfach mal ein Messer bauen. Entstehen die besten Ideen. Ja, Ja. Aus Bier. kann ich mir mal deine Fräse leihen? Ich will jetzt ein Messer bauen. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Wusstest du schon, wo du Material herkriegst? Also, weil du in so einem Betrieb gearbeitet hast? Oder musstest du dich da auch erstmal schlau machen? Du musst dich erstmal schlau machen, was für Material du nimmst. Ja. Du kannst ja nicht einfach irgendeinen Baustein in deine Klinge einbauen. Ja. Du brauchst ja Messerstahl, den man schärfen kann, der scharf bleibt. Und dann habe ich mich da ein bisschen zu belesen, auch über YouTube. Ja. Und dann habe ich mir billigen Kohlenstoffstahl bestellt und mal eine Klinge gefräst. Wie lange hat das gedauert, bis du dein erstes Messer fertig in den Händen hattest? Du brauchst erstmal ein Design. Ja. Das hat gedauert? Das hat schon ein bisschen gedauert. Ich Okay. glaube, 3-4 Monate hat das wirklich gedauert. Wow. Ja. Okay. Krass. Und da hast du halt noch nichts in der Hand, du hast es nur auf Papier. Ja, Mir persönlich fehlt dann die Vorstellungskraft, also mir halt vorzustellen, wie ich das in der Hand habe, wie das liegen könnte oder so, weißt du? Woran hast du das festgemacht im Endeffekt? woran habe ich das festgemacht? Ich glaube einfach in meinen Gedanken. Also Okay. ich hatte es wirklich nie vorher in der Hand. Ich habe das dann 1:1 getreu auf
Ausgedruckt habe ich. Das CAD-Modell habe ich 1:1 ausgedruckt Ja. und einfach meine Hand draufgelegt und Okay. geguckt, könnte das passen. Passt von der Größe oder Ja. so, ja, okay. Der endgültige Prozess bis zum fertigen Messer, wie lange war das? Ich würde sagen, ein halbes Jahr. Jetzt haben wir gerade mal dein BRB 4-Ständer. Nein, was ist das? Das ist ein Vierer, das ist ein Dreier? Das ist das erste BRB 3. Das ist das erste BRB 3. So, jetzt haben wir die alle hier plus das Slipjoint. Wie lange Entwicklung haben wir hier jetzt? Das ist ungefähr 2 Jahre. Die haben schon einiges gesehen. Die haben schon einiges gesehen, weil Okay. bevor ich meine Messer verkaufe, teste ich die erst selber. Also ich schleppe die mindestens 1-2 Monate mit mir rum, Okay. gucke, ob irgendwas kaputt gehen kann, was eigentlich nicht der Fall sein kann. Aber sicher ist sicher. Okay, und wir haben hier war das auch dein User Dreier? Okay, also dein User Dreier, dein User Vierer und du hast eben so schön gesagt, dein Ausgeh-Vierer. Genau, ja. Finde ich richtig gut. Wie lange hast du das jetzt schon täglich in Gebrauch, den User? Das habe ich seit ungefähr einem Jahr täglich im Gebrauch. Seit einem Jahr Ja. und das Ding sieht einfach echt immer noch super sexy aus. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera ein bisschen erkennen kann, aber das Ding ist einfach so schick noch. Also ich würde das sogar jetzt noch so kaufen. Also nachdem ich mein allererstes Messer gebaut habe, habe ich mir gedacht, das ist zu kompliziert, um eine Serienfertigung daraus zu machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir Gedanken gemacht, wie machst du jetzt ein Messer, was in der Serienfertigung gut funktioniert. Ja, Und dann ist das BRB 3 entstanden. okay, also wir sind jetzt quasi beim BRB 2 dann, was du für dich gebaut hast? 1. Beim BRB 1, Ja. okay. Und dann hast du überlegt, wie kannst du es für die Serie machen? Und dann kam das raus. Genau. Okay, BRB 2 wäre ein kleines Fix gewesen. ja. Das war aber das war nix. hässlich. Okay, also über das BRB 2 reden wir nicht mehr. Ja. Ist abgeschlossen, das Thema. Genau. Kommen wir zum Dreier. Gut, okay. Genau. Alles Habe ich mir klar. halt Gedanken gemacht, wie man serienfertigungstechnisch ein Taschenmesser bauen kann und Ja. dabei ist das hier entstanden. Aber zu dem Zeitpunkt hast du noch keine Maschine, Nee. keine Fräse, nix. Hast du die ersten Serienmodelle bei deinem Kumpel gefertigt? Genau. Das ist ein cooler Dude, Alter. Ja, ohne jeden den wird es blaue Blades nicht geben. Geil. Wie viel hast du davon gemacht? Von den BRB 3 habe ich tatsächlich 180 Stück gemacht. 180. Und wo hast du die verkauft? Amerika meistens. Online oder auf der Blade Show? Weil Auf du der warst Blade ja Show auf der habe ich, auf der ersten Blade Show habe ich 50 verkauft. Ja. Und die meisten gingen vorher durch Facebook-Gruppen, Privatbestellungen. Ach krass. Tauchen davon noch ab und zu immer mal Bilder auf? Selten, Ja. aber ich gebe es auch offen zu, die waren ein bisschen fehlerhaft. Habe ich es ein bisschen überstürzt, die Serienfertigung, weil alle BRB 3 haben Lockrock. Okay. Ja. Für die Leute, die es nicht wissen, die jetzt nicht aus dem EDC-Game kommen, was ist Lockrock? Lockrock ist das Spiel, wenn das Messer verriegelt ist und man dann die Klinge bewegen kann. Und das ist ein Geometriefehler gewesen, Okay, wo liegt der? weil der Punkt, wo das verriegelt, der ist viel zu weit hinten. Und daher hast du zu wenig Hebelkraft, die Klinge stabil hält. Okay. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, was Lockrock war. Ja, Ja. ich bis gerade auch nicht tatsächlich. Durch die Kritik ist dann das BRB 4 entstanden. Da habe ich jede Kritik, die ich bekommen habe, habe ich da einfließen lassen. Okay. Und ich glaube, nochmal ein halbes Jahr Entwicklung reingesteckt, bis es jetzt so funktioniert, wie es da ist. Aber jetzt können wir ja sagen, weil die Klingen unterscheiden sich ja deutlich. Jetzt können wir halt sagen, okay, das hat Lockrock, die Klinge bleibt so, wie sie ist. Ich setze den Punkt, wo die Klinge gelockt wird, einfach weiter vor. Oder setze sie höher. Wie kam dann diese Klingenform im Endeffekt zustande? Ich hatte Beschwerden, dass Leute mit der runden Klinge nicht schnitzen können. Das okay. war der einzige Grund. Ach, krass. Weil die runde Klinge rutscht irgendwie über den Stock. Die beißt nicht in das Holz rein. Okay. Also den Schnitzern haben wir es im Endeffekt zu verdanken, Ja, dass wir jetzt dieses fertige BRB 4 haben. Was genau. ich finde vom Design her, von der Klinge, echt richtig sexy ist, was man halt so auch noch nicht gesehen hat. Meine Meinung persönlich. So, aber ich glaube auch viele andere sehen das genauso. Selten sieht man solche Klingenformen, aber Okay. ganz selten. Ist das auch, also ursprünglich war es ja mal, ich glaube an Tanto angelehnt oder du hattest mal eine Tanto Reverse oder sowas. Genau. Ist Tanto deine Lieblingsklingenform? Nö, Nee? Hast du eine Lieblingsklingenform? das ist meine Lieblingsklingenform.
Ich habe keine Lieblingsklingenform. Nee? Ich Einfach? finde, Wandcliffe finde ich eigentlich ganz nett. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von meinen. Ja, voll. Ja. Hast du jetzt im Design, was noch kommen soll, eine Wandcliffe oder so? Ein kleines Wandcliffe habe ich in meinem Kopf. Ja. Wie viele Designs für Messer, die du noch nicht gefertigt hast, hast du jetzt bisher? Möchtest du das überhaupt sagen? Wie viele Messer schon in deinen Gedanken rumschwören, Also ich habe die noch nicht da sind? ein paar Messer in Gedanken. Ich glaube noch 3 Stück, die ich gerne mal irgendwann jetzt zeitnah machen möchte. Einfach nur, weil ich wissen will, wie die ankommen, wie die in der Hand liegen, ob Ja. die was können. Okay, du hast ja auch in anderen Versionen von BRB 4 so kleine Streben in dem Cutout. Wie bist du darauf gekommen? Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich kenne nur das komplett offene von meinem CVV Odium. Das Ja. hat das, glaube ich. Woher Das kommt die hat- Streben? Das hat einen rein fertigungstechnischen Hintergrund, weil wenn die Klingen gehärtet werden, Ja. dann bewegen die sich. Und wenn du keine Stabilität drin hast, kann es passieren, dass der Rücken halt in das Loch einfällt. Okay. Es ist mir bei 2 von 10 Klingen ist mir der Rücken in das Loch gefallen nach dem Härten und die konnte ich halt in den Schrott schmeißen. Ach. Daher sind jetzt die Streben da drin. Die gibt es Okay. auch nur noch mit Streben. Ah, okay. Bei den anderen Modellen, die ich jetzt von dir gesehen habe, beim BRB 4, hast du hier auf der Klinge so ein Milling drauf. Hier ist jetzt einfach nur ein Stonewash-Finish. Wie kam das Milling? Oder wann ist dir die Idee gekommen, das zu machen? Wie kam es dazu? Also das sind halt verschiedene Frässtrategien, die ich ausprobiert habe. Normalerweise kennt man das beim Messer ja, dass man die Spuren von einem Bandschleifer sieht. Ich benutze ja überhaupt keinen Bandschleifer. Bei mir macht alles die Fräsmaschine. Okay. Und da gibt es halt verschiedene Strategien, ob ich den Fräser so darüber fahren lasse, Ja. in der die Schneideform, oder ob ich den so darüber fahren lasse. Und nachdem ich ein paar gemacht habe, bin ich halt zu einem Entschluss gekommen, dass Längsfräsen erstens werkzeugschonender ist Okay. und zweitens auch schneller geht. Ja. Ja, okay. Muss ja dann auch effizient Ja. sein am Ende des Tages, ne? Genau. Am Tag, wie viel, ja, es ist jetzt Quatsch zu fragen, wie viel BRB 4s schaffst du am Ende des Tages, weil du setzt ja keins an einem Tag zusammen. Also du fängst ja nicht von null an und am Ende des Tages ist es fertig. Sagen wir einfach mal, der Prozess von einer Charge BRB 4s dauert wie lange? Ich habe jetzt ungefähr 2 Monate für die Charge, für die GDC-Con gebraucht. 2 Monate. Und das ist eine Charge von wie vielen Messern? Das sind, ich habe schon ein paar vorab verkauft, das waren 40 BRB 4. Aha. Ich muss ja auch irgendwie meinen Scheiß hier bezahlen. 40 BRB 4s? Ja, Okay. Also du hast nur die BRB 4, sind die XL auch damit drin? ja, die habe ich mit eingerechnet. Okay, also insgesamt 40 Stück. Also ich glaube, realistisch gesehen, wenn ich richtig Gas gebe und alles so funktioniert, wie ich es möchte, brauche ich für 30 BRB 4 ungefähr 1 Monat. Sag das lieber nicht zu laut. Ja. Die Gruppe guckt eventuell mit Ja. und dann hast du den Salat. Dann gehen Ja. sie dir nämlich am Zeiger wieder. Was glaubst du, mit wie vielen Messern du zur Blade Show fährst? Ich habe mir vorgenommen mit 30. Also mit 30 BRB 4 und halt ein paar XL dabei. Okay. Also ich schätze 20 BRB 4 und 10 XL. Vom BRB 4 kommen wir dann jetzt zum Fixed, die Version, die es gibt. Warum kam das Fixed? Hast du einfach Bock drauf, ein Fixed zu machen oder geht es schneller? Hat die Gruppe danach, also wurdest du danach gefragt, ein Fixed herzustellen? Ich wurde quasi dazu gezwungen. Du wurdest genötigt? Ja. Okay. Dann solltest du dir das einfach überlegen. Wurde gesagt, die Klinge kann gleich bleiben, design den Rest oder? Nee, also die Leute haben einfach gesagt, Alter, mach doch mal einen Fixed. Ja. Du bist doch relativ flott. Warum gibt es keine Fix von dir? Und dann habe ich glaube, das Ding ist an einem Wochenende entstanden. An einem Wochenende? Ja. Krass. Es ist ja eigentlich nur ein BRB 4 mit einer verlängerten Klinge. Man sieht es ja. Eigentlich ist es nur der Part, der durch die Klinge verlängert wird. Ja, So. Sonst ist alles gleich. okay. Und die Klingenstärke ist ein bisschen dicker. Beim Fixed? Ja. Ah, okay. Fixed hat 4 mm Klingenstahl und das BRB 4 hat 3,4. Trägst du selber einen Fixed? Ich bin kein Fixed-Mensch. Kein Fixed Mensch? Nein. Okay, nur Folder. Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich mag Folder auch mehr, aber ja, Deutschland will halt manchmal, dass man einen Fixed trägt. Gibt es am Messer machen irgendeine Lieblingsarbeit und genauso auch eine Hassarbeit an dem Prozess, bis das Also- BRB 4 entstanden ist? Meine Lieblingsarbeit ist eigentlich, wenn die Maschine läuft
alles Und du passt, Zeit hast. ich Zeit habe, Verstehe ich. wenn ich die Teile aus der Maschine raushole und wirklich alles passt, Ja. weil da kann auch mal was schief gehen durch Werkzeugverschleiß und so weiter. Okay. Also die schönste Arbeit ist eigentlich, wenn man die ganzen Teile, die man über die Wochen gefräst hat, zusammenbaut und man merkt, es passt wie Arsch auf Eimer. Geil. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Ist dann sehr Ja. befriedigend. Ja, das ist sehr War ja ein befriedigend. langer Prozess und dann am Ende alles passt. Wunderbar. Genau. Kommen wir jetzt zur Hassarbeit. Hassarbeit ist eigentlich Darf ich raten? In der Gruppe schreiben. In der Gruppe die Bestellung oder das Genöle anhören. Ja. Ey, wann ist mein BMW 4 Ja, fertig? es gibt immer was zu meckern, da muss man auch mit klarkommen. Ja, glaube ich. Naja, die Hassarbeit ist eigentlich Sandstrahlen. Sandstrahlen? Sandstrahlen nervt. Okay. Warum? Dauert es lang? Oder? Es dauert lange. Es dauert lang? lange, ich kann nichts nebenbei machen. Ah, das heißt, du musst wirklich die ganze Zeit dabei sein. Ja. Scheiße. Ja, verstehe ich. So eine Arbeit, die die ganze Zeit Konzentration frisst. Genau. Fast wie Videos machen. Was ist denn das Schlimmste, was du jemals mit dem Messer gemacht hast? Habe ich nicht gemacht. Hast du nicht? Nee. Ich habe ein Video gesehen, wo du eine Palette angehoben hast mit dem BRB 4. Ja. Das fand ich schon übel schlimm. Da hat mein Herz richtig geblutet. Ich sag mal so, ich weiß, dass es das aushält, also mache ich das. Ja, ja, gut, okay. Aber sowas in der Art, Ich kann eine Geschichte von meinem Kumpel erzählen, der mit seinem BRB 3 sein Garagendach gedeckt hat und eine Woche lang Dachpappe geschnitten hat. Das ist so das Schlimmste, was man mit Messer antun kann. kam das dann nachher wieder zu dir zurück und du durftest das neu kam. finish? Ich durfte es neu schärfen. Aber ich habe direkt eine neue Klinge eingebaut, weil es doch schon sehr gelitten hat. Ah, krass, ey, Dachpappe schneiden. Ja. Ich kenne noch jemanden, der auch Dachpappe mit seinem Messer geschnitten hat. Ja. Ich würde mich das nicht trauen, Alter. Nee. Grüße gehen raus an Marcel von Real Man Carry. Gibt es außerhalb von Messern noch irgendwelche Produkte, die du sonst noch irgendwie in Planung hast oder irgendwas, was da noch kommt? Also wie gesagt, meine Armor-Pouches, Ja. die kennt man vielleicht. Da Ja, kommt schon mal jetzt die gesehen. neueste Version auf der GDC-Con, wird der Release sein. 16.3. Genau. Okay, da warten jetzt viele wahrscheinlich gespannt. Was hast du verändert? Die hat jetzt ein Molle-System. Also man kann die sich quasi an einen Rucksack oder an einen Koppel dran klipsen. Außenmolle. Ja. Geil. Okay. Das Sonst nice. ist eigentlich alles gleich. Okay. Frage, hat Jan Ole Blaurock eine Safe Queen? Ja, mein Welche? Grail. Dein Grail? Ja, mein Chirogorov Quantum Generation 2. Was ist da für eine Geschichte hinter? Warum ist es dein Grail? Chirogorov ist meiner Meinung nach der innovativste Messermacher überhaupt. Ja. Und die machen auch alles mit ihren CNC-Maschinen. Also es sind quasi meine Vorbilder. Und das bleibt komplett zu Hause, damit wird nichts geschnitten. Außer mal ein Brötchen. Okay. Abschließend noch die Frage, hast du irgendeinen Wunsch, wo du mal gerne ein BRB 4 oder eins deiner Produkte gern sehen würdest? Also jetzt mal als Beispiel einfach genommen, zum Beispiel bei Best Damn EDC auf dem Kanal oder so, dass er dein Messer vorstellt oder sagt, dass er es auf der Blade Show gekauft hat, Ja. beispielsweise. Gibt es Also, da was? Es gibt ja schon ein paar bekannte Amerikaner, die ein Messer haben von mir oder ein Video drüber gedreht haben. Aber ich hätte ganz gerne ein BRB 4 beim Nick Shabazz auf dem Tisch liegen, wie er es zerlegt, analysiert, und das würde mich sehr freuen. Okay. Gab es da irgendwie schon mal Kontakt oder so zu Nick Shabazz? Oder? Ja, ich habe ihm mal geschrieben, aber Ah, der Kontakt ging von dir aus tatsächlich? ja, genau. Ich habe Ach, ihn krass. angeschrieben, hier Nick, ich kenne deine Videos schon so lange. Ja, Willst du nicht mal ein Messer von mir auseinanderschrauben? ja. Oh, jetzt, was hat er gesagt? Da meinte er, gerne, aber nur, wenn welche verfügbar sind. Also er möchte seinen Fans halt auch die Chance auf so ein Messer geben. Ah, Und wenn man halt ewig lange auf einen Drop oder sowas warten muss, dann macht er das nicht. okay. Hast du schon ein paar neue Fräsen bestellt, damit du ein paar produzieren kannst, die mal im Online-Shop länger sind als 2 Stunden? Ist auf jeden Fall geplant. Okay. Ole, hast du noch abschließend irgendwas zu sagen zum BRB, zum Fix, zu dir, Blaue Blades? Vielleicht irgendein Release ankündigen, was noch kommt oder so? Ich habe keine Ahnung, eine Zusammenarbeit. Ne, ich habe gerade echt nichts zu Wir sagen. kriegen aus Ole nichts rausgekitzelt. Einfach nichts, außer wie viel Messer er mit zur GDC nimmt. Ja, Ja, aber das ist okay, kein Problem. Ole, ich bedanke mich vielmals, dass wir hier sein durften. Gerne. War mir echt eine Ehre. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. They call me a